Hallo liebe Deutschlerner und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute sprechen wir über ein Thema, das von euch gewünscht wurde. Es geht nämlich um die Nomen-Verb-Verbindungen, die nicht nur in formellen Situationen, sondern auch im Alltag gebraucht werden. Zunächst erkläre ich euch, was die Nomen-Verb-Verbindungen sind. Nomen-Verb-Verbindungen oder Funktions-Verb-Gefüge, wie sie anders genannt werden, sind, wie der Name schon sagt, Kombinationen aus Nomen und Verben, die fest miteinander verbunden sind und so eine Bedeutung bilden. Zum Beispiel eine Frage stellen. Eine Frage stellen bedeutet einfach fragen. Und man kann hier bemerken, dass das Nomen Frage der Bedeutungsträger ist und dass das Verb stellen seine ursprüngliche Bedeutung verloren hat und somit nur ein Funktionsverb ist, was bei den meisten Nomen-Verb-Verbindungen der Fall ist. Neben dem Verb und dem Nomen befindet sich häufig auch eine Präposition, zum Beispiel zum Abschluss bringen oder einfach abschließen. Nomen-Verb-Verbindungen werden vor allem in der schriftlichen, formellen Sprache verwendet, da man sie, wie schon gesagt, normalerweise durch ein Verb ersetzen kann, aber nicht immer. Hier sind aber 7 Nomen-Verb-Verbindungen, die ihr häufig auch im Alltag hören und natürlich auch selber verwenden könnt. Abstand halten von. Die erste Nomen-Verb-Verbindung habt ihr in den letzten 2 Jahren unzählige Male gehört. Das heißt erstens, dass wir alle weiterhin viele Monate lang weiter Abstand halten müssen. Deswegen müssen wir alle mitmachen, also Abstand halten, Homeoffice, Veranstaltungen absagen und so weiter, ihr kennt es. Abstand halten bedeutet also absichtlich entfernt von jemandem oder etwas sein oder stehen. In einem Satz würde das so aussehen. Letztes Jahr haben wir ein tolles Safari-Abenteuer gebucht und es war unglaublich schön. Wir mussten aber immer mindestens 15 Meter Abstand von den Tieren halten. Während der Corona-Pandemie sollten wir immer 1,5 Meter Abstand von anderen Menschen halten. In vielen Geschäften gibt es Markierungen, die uns zeigen, wie weit 1,5 Meter sind. Abstand halten kann man auch im übertragenen Sinne verwenden und es bedeutet dann sowas wie etwas vermeiden oder etwas nicht machen. Zum Beispiel: Journalisten müssen immer professionell bleiben und von der Äußerung persönlicher Meinungen Abstand halten. Das bedeutet, Journalisten sollten ihre persönlichen Meinungen nicht äußern, sondern immer objektiv bleiben. Rücksicht nehmen auf. Allerdings müsse sie keine Rücksicht mehr nehmen auf die Interessen von Koalitionspartnern und deren Zielgruppen. Mundschutz tragen, mit Nasenschutz, aufeinander Rücksicht nehmen, das ist ganz wichtig. Auf jemanden oder etwas Rücksicht nehmen bedeutet jemanden oder etwas berücksichtigen. Das heißt also andere Menschen oder Sachen beachten und nicht ignorieren. Zum Beispiel: Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn und versuchen Sie jegliche Geräusche auf Zimmerlautstärke herunter zu reduzieren. Das heißt, wir sollten an unsere Nachbarn denken und leise sein. Hier gibt's auch Menschen, die nicht so gut Englisch sprechen und darauf sollten wir auch Rücksicht nehmen. Das bedeutet, wir sollten nicht ignorieren oder nicht vergessen, dass manche Menschen hier nicht so gut Englisch sprechen. Sich Mühe geben. Das würde mich freuen. Das ist nicht ganz simpel, aber wir geben uns jetzt mal die Mühe, machen das. Die anderen, es bringt nichts, irgendwie nur genauso gut zu sein. Du musst dir in der Schule doppelt so viel Mühe geben, in der Uni so doppelt so viel Mühe geben und am Arbeitsplatz sowieso. Sich Mühe geben oder sich bemühen bedeutet sich körperlich oder geistig anstrengen, um etwas zu erreichen. Du gibst dir zum Beispiel Mühe, deine Deutschkenntnisse zu verbessern. Das heißt, du arbeitest daran und gibst dein Bestes. Und wenn du dir Mühe gibst und jeden Tag lernst, wirst du eines Tages perfekt Deutsch sprechen. Hier sind noch ein paar Beispiele. Wenn man bald ein Vorstellungsgespräch hat, sollte man sich Mühe geben, so viel wie möglich über das Unternehmen zu erfahren. Man soll also recherchieren und Zeit investieren. Wenn man sich nicht genug Mühe gibt, dann scheitert man bestimmt. Wenn man also nicht hart genug arbeitet, wird man auch keinen Erfolg haben. Auswirkungen haben auf. Der Vater war ja auch ein Typ, der manchmal Dinge abrupt endete. Und das hatte Auswirkungen auf die ganze Familie. Dass individuelle, nationale Entscheidungen immer Auswirkungen auf die ganze Gemeinschaft haben.
Auswirkungen haben auf bedeutet etwas irgendwie prägen oder beeinflussen, beziehungsweise einen Effekt auf etwas haben. Zum Beispiel: Die infolge der Covid-19-Pandemie auferlegten Beschränkungen haben immense Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das bedeutet, dass die Beschränkungen die Wirtschaft in diesem Fall negativ beeinflusst haben. Oder anders gesagt, dass sie sich negativ auf die Wirtschaft ausgewirkt haben. Die Auswahl des Studiums ist eine sehr wichtige Entscheidung, die große Auswirkungen auf das Leben haben kann, die also das Leben beeinflussen kann. Sich etwas zum Ziel setzen. Das sind natürlich unsere Studenten und Studentinnen und deswegen wollen wir die auch sehr gut ausbilden. Das haben wir uns eben auch zum Ziel gesetzt, die Ausbildung weiterzuführen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unser Engagement für die Umwelt sichtbar und erlebbar zu machen. Sich etwas zum Ziel setzen bedeutet festlegen, was man machen oder erreichen will. Ich habe es mir zum Beispiel zum Ziel gesetzt, dieses Jahr mehr Videos auf YouTube zu posten. Hier sind noch einige Beispielsätze. Dieses kleine Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, aktiv am Umweltschutz und der Erhaltung der Umwelt teilzunehmen. Das Unternehmen will also aktiv am Umweltschutz teilnehmen. Wir müssen uns zum Ziel setzen, in den nächsten 10 Jahren 20 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen. Sich Sorgen machen um. Für Astronomen allerdings ist die fehlende Romantik wirklich das geringste Problem. Wir machen uns eher Sorgen um unseren Job. Clara, warum schläfst du denn nicht? Ich mache mir Sorgen um Onkel Johannes. Sich Sorgen um jemanden oder etwas machen bedeutet besorgt sein. So quasi Angst haben, ob alles in Ordnung ist oder sein wird. Zum Beispiel: Ich mache mir immer Sorgen um deine Zukunft, weil deine Noten so schlecht sind. Ich habe also Angst davor, wie deine Zukunft aussehen wird. Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das auch ohne dich. Also, hab keine Angst, wir schaffen das auch ohne dich. Wert legen auf. 2 von 3 Bundesbürgern legen Wert auf gesunde Ernährung. Das sagen sie zumindest. Er weiß genau, auch Streetfood-Kunden legen Wert auf Qualität. Und die letzte Nomenverbverbindung in diesem Video heißt auf etwas Wert legen. Auf etwas Wert legen bedeutet etwas für wichtig halten. In meinem Unterricht lege ich zum Beispiel großen Wert darauf, dass nur Deutsch gesprochen wird. Hier sind noch ein paar Beispiele. Die Deutschen legen großen Wert auf Lesekompetenz. Fast 90% der Erwachsenen finden es wichtig, gut lesen zu können. Das heißt, die Deutschen halten die Lesekompetenz für sehr wichtig. Das waren also alle Nomenverbverbindungen für heute. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es unten in die Kommentare schreiben und ich mache dann noch ein Video zu diesem Thema. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal.